Jo, eine weitere Folge von L'Automobile Depression. Heute mit einem Citroën XM. Ja, teilweise ein sehr deprimierendes Auto, aber dazu gleich mehr. Der Citroën XM, das wahrscheinlich einzige Auto mit doppelter Heckscheibe. Also ab einer bestimmten Austauschungsvariante gab es den XM mit einer zweiten Heckscheibe, damit die Frontpassagiere im Warmen blieben, wenn die Heckklappe geöffnet wurde. Darauf muss man erstmal kommen. Also das war tatsächlich Avantgarde. Und damit sind wir auch beim Thema. Es ist wahrscheinlich der letzte Citroën, der avantgardistisch war. Mit vielleicht Ausnahme noch des C6, also des Nachfolgers, der ein paar Jahre später nach Auslaufen dieses Modells noch auf den Markt kam. Aber jetzt zum XM. Also der XM wurde 1989 in Deutschland auf der IAA in Frankfurt vorgestellt. Er war der Nachfolger des legendären CX und der DS, also war ein Oberklassenfahrzeug oder gehobene Mittelklasse, wie es in Deutschland hieß. In Frankreich war es die absolute Luxuslimousine. Und auch gleichzeitig natürlich eine Limousine für den Staatspräsidenten in Frankreich. Also Chirac hatte sogar noch XM und Mitterrand fuhr sogar auch XM. Also XM war in Frankreich ein Statussymbol, in Deutschland in gewisser Weise auch, aber eher anders. Es war für den avantgardistischen Citroën-Fan im Prinzip der legitime Nachfolger der DS. An diesem Auto wirkten gleich 3 Designstudios mit. Eins in Frankreich, das von Citroën, und größtenteils das von Bertone in Italien. Und ja, schlussendlich hieß es immer, das Auto sei von Bertone gezeichnet worden, was nicht ganz richtig ist. Aber es hat viel Bertone, also diese Keilform ist typisch Bertone, dass das Auto hinten so hoch geht. Und charakteristisch für das Auto war dieser Knick hier, dieser Hüftknick. Den hat es unwechselbar gemacht. Und natürlich diese Streben vorne wie hinten und diese aerodynamische Verglasung hier. Also das war damals natürlich Ende der 80er Jahre ein Muss, dass man ein aerodynamisches Auto konstruiert. Also man hat hier quasi so eine Weiterführung der Windschutzscheibe bis zum Dreiecksfenster. Das war eigentlich ganz schick und ganz schön. Wie gesagt, das Design war toll und es war ein Meilenstein in der Automobilentwicklung, weil es war das erste Auto mit einem elektronischen Fahrwerk, der sogenannten Hydraktiv 1, später Hydraktiv 2. Das heißt, das Hydrauliksystem, was wir auch von der DS und vom CX kannten schon und vom BX, wurde hier nochmal verfeinert durch elektronische Regelkomponenten, dass sich das Auto je nach Fahrweise automatisch dem Fahrgeschehen anpasste. Das war nicht nur lustig, weil Elektronik, wisst ihr ja wahrscheinlich, haben wir ja schon oft genug betont, auch nicht immer nur lustig ist. Besonders wenn die Autos ins Alter kommen, hat man mit der Elektronik eine Menge zu tun. Es gab vom XM 2 Modellvarianten. Einmal den sogenannten Y3, das war der erste, der wurde bis 94 gebaut. Und ab 94 gab es dann diesen Y3, der kriegte so ein bisschen Feinschliff. Also bestes Erkennungsmerkmal ist, dass der Chevron, also dieser Doppelwinkel in der Mitte saß und nicht mal hier an der Ecke und dadurch das Ganze moderner wirken sollte. Ansonsten ist das Auto weitestgehend gleich geblieben. Das Armaturenbrett wurde geändert und es gab halt diese neue Variante exklusiv, wie dieser hier. Das war also sogenanntes Topmodell. Und bei Citroën erstmals gab es auch, abgesehen vom 15 CV, der legendären Gangsterlimousine, die es auch mit 6-Zylinder gab es hier einen 6-Zylinder-Motor. Genau. Also Motorraum wird übrigens hier entriegelt, an der Seite. Und jetzt zeige ich euch diesen wunderbaren V6. Das ist hier noch der sogenannte Euro V6, der von Peugeot, Citroën und Volvo entwickelt wurde, auch in deren Fahrzeuge eingebaut wurde. Also auch beim Volvo gab es dieses Auto, beim 69 und früher auch noch in Vergaserform in diversen Volvos und Peugeot. Beim 607 beispielsweise bei Peugeot. Und Citroën baute diesen Motor erstmals sozusagen im XM ein. Im CX gab es keine 6-Zylinder. Der Motor ist quer eingebaut
Und dieser Motor hat noch eine Steuerkette, also er ist relativ wartungsarm, hat so ca. 167 PS, was ausreichte und 3 Liter Hubraum. Was noch auffällt, hier ist sofort das Hydrauliksystem. Das ist hier, also hier ist der Nachfüllbehälter. Hier füllen wir LHM ein, wenn es zu wenig gibt. Hier ist die Füllstandanzeige, das kennt man auch noch aus dem CX. Die berühmten Federkugeln, die Federbeine, dazu sage ich gleich noch was. Hier nochmal die Federkugeln für die Vorderachse. Ja, und ihr seht schon, dieses Auto ist vollgepackt mit Technik für die damalige Zeit. Hier der Klimakompressor, also ist alles wirklich sehr eng. Wenn man hier was dran machen wollte, musste man schon kleine Hände haben oder schlimmstenfalls bei einigen Modellen sogar den Motor ausbauen, bei dem nicht unbedingt. Wo wir schon hier vorne sind, dieses Auto kann unter Umständen einen Bruch in diesen Federzylindern haben. Dann schießt der Kolben hoch durch die Motorhaube, verbeult die Motorhaube und man hat einen kapitalen Schaden. Das passiert relativ oft. Also achtet beim Kauf darauf, ob diese Federbeine in Ordnung sind. Man sieht es fast nicht, aber die sind hier nochmal so gummiert. Und vielleicht gibt es Experten, die das sehen, ob die Bruchstellen haben oder nicht. Also das kann tatsächlich nach oben rausschießen. Habe ich schon gesehen, ist schon passiert. Der Motor selber, dieser V6 hier, ist relativ wartungsarm, auch bekannt für hohe Laufleistung. Eigentlich kein Riesenproblem. Hydraulik ist bei diesem Auto insofern ein Problem, und das ist halt im Prinzip für alles, was an diesem Auto ist. Teileversorgung ist ausgesprochen dünn, um nicht zu sagen sehr, sehr schwierig. Also man kriegt hin und wieder noch was Gebrauchtes, aber es gibt zum Beispiel kaum noch Hydraulikleitungen. Es gibt keine Organe mehr für die Hydraulik. Federkugeln ist kein Problem, aber so spezielle Geschichten, gerade was Hydroaktivfahrwerke angehen, Bremsdruckschalter ein Riesenproblem und so weiter. Es soll da wohl in Holland ein paar Spezialisten geben, die was nachbauen oder gesammelt haben, an die man sich wenden kann. Ansonsten ist dieses Auto, was die Ersatzteilversorgung angeht, tatsächlich komplex. Wie auch die ganze Technik dieses Autos komplex ist. Also der hat hier noch dieses Hydroaktiv 1 Fahrwerk mit einem Fahrwerk, was sich nur absenkt. Der Hydroaktiv 2, der senkte sich nicht mehr ab, der blieb einfach auf diesem Niveau stehen. Und im Prinzip ist diese Hydraulik ähnlich wie bei CX und DS. Also man macht das Auto an. Ach ja, genau. Er hat eine Wegfahrsperre, die zeige ich euch auch nochmal. Also man muss hier immer einen Code eingeben. Den sollte man immer, einen 4-stelligen Code, gibt man hier ein. Das ist serienmäßig, das ist nicht nachgebaut. Und dann läuft das Auto auch. So, und hier ist der Hydraulikwählhebel. Und damit kann ich das Auto jetzt quasi in die Höchstposition fahren. Das ist also ähnlich noch wie bei CX und DS. Und das war so eine Wartungsstellung. Ihr seht schon, es knirscht und quietscht alles. Also hier so Traggelenke und sowas. Sollte man auch mal gucken, ob das alles noch gut ist. So, jetzt ist er in Höchststellung. Und gleichzeitig kann ich ihn auch dann wieder in die Normalstellung bringen. Also dieses Auto, wie gesagt, in Frankreich absolute Oberklasse, vergleichbar mit der S-Klasse in Deutschland oder dem 7er BMW. Hier war es so, dass in Frankreich alles reingestopft wurde, was es damals gab. Elektrische Sitze, elektrische Fensterheber, elektrisches Schiebedach, Leder hier mit Alcantara-Bezug, der sich ja leider allmählich auflöst. Doppelte Heckscheibe habe ich euch schon gezeigt. Dieses senftenartige Fahrwerk, was tatsächlich auch beim XM noch sehr weich und sehr komfortabel war. Die Sitze sehr komfortabel. Automatikgetriebe. Er hatte sogar, weiß nicht, ob das noch tut, eine elektrische Mittelarmlehne. Das war also auch total abgefahren. Ja, die tut leider nicht mehr. Also man konnte hier diese Mittelarmlehne elektrisch hoch und runter fahren. Elektrische Fensterheber hinten. Klimaautomatik. Also es war wirklich alles drin, was es Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre gab. Und dieses Auto hatte halt einen extrem langen Bauzeitraum. Nicht? Also es wurde quasi von 89 bis 2000 gebaut. Und die Brakes sogar noch ein bisschen länger. Genau, die Brakes. Also die Brakes sind die Kombis.
die wurden nicht mit den Limousinen zusammen produziert, sondern bei Heulier, das ist so ein französischer Karosseriebauer, der zum Beispiel auch so Viehwagen gebaut hat, hier auf Basis dieses Peugeot, der hier steht und vor sich hingammelt. Und die bauten die Break. Der XM selber wurde in Rennes gebaut, in Frankreich. Gab dann extra neues Werk, was sie gebaut haben für diesen Citroën XM. Er war im Vergleich zu CX und DS eigentlich relativ rostresistent. Dennoch ist es heute so, dass ihr auch mit Rost wirklich gucken solltet. Also angefangen hier von den Kotflügeln, das ist hier so geschraubt. Hier sieht man schon, die rosten gerne. Hier an den Schwellern Wagenheberaufnahmen, weil die Autos immer falsch hochgehoben wurden, sind sie hier meistens durch. Schwellerkanten sind immer ein Problem, gerade vorne und auch hinten. Da sind man auch wieder die Wagenheberaufnahme. Also darauf achten, ob das hier noch gesund ist oder ob es einigermaßen gut gemacht wurde. Genau, das ist hier so ein Alltagsauto. Ja, das ist jetzt kein Liebhaberfahrzeug, der wird einfach noch im Alltag benutzt. Der tut erstmal, aber es ist natürlich jetzt kein wunderschönes Auto. Das Problem des XM war auch, dass er bis vor wenigen Jahren einfach wertlos war. Kein Mensch wollte ihn haben. Die Dinger wurden einfach weggeschmissen. Es wurden ca. 350 Stück produziert, also so allzu viele gibt es gar nicht mehr. Viele wurden einfach aufgegeben, weil die Wartung und die Instandhaltung einfach viel zu teuer war. So, was beim XM auch, wie bei allen großen Citroën immer toll war, war der relativ große Platz im Fond. Also das ist auch beim XM so, man kann hier wirklich perfekt zu viert reisen. Das ist wirklich sehr komfortabel. Das war bei CX und DS natürlich auch schon so. Auch der Kofferraum, den ich euch eben schon mal gezeigt habe, ist riesig groß. War in Deutschland immer so ein Problem, dieses abfließende Heck, weil der Deutsche war im Prinzip eine Limousine gewohnt oder ein Kombi, so ein Zwischending wie dieser XM, wo man nämlich auch die Bänke umladen kann und dann fast 2 Meter Ladefläche hat. Das war in Deutschland überhaupt nicht so en vogue und schon gar nicht in der Oberklasse. Das war irgendwie spooky. Ich fand das immer praktisch und toll, weil hier hatte man natürlich wahnsinnige Möglichkeiten. Genau, und diese Heckscheibe hier, die zweite, die wurde hier einfach so reingehängt und konnte bei Bedarf mit hochgeklappt werden. Oder sie wurde einfach sozusagen unten gelassen, damit die Vorpassagiere das alles irgendwie ertrugen. Genau, zum Beladen konnte man sowas noch vorklappen. Das war schon alles im Detail unglaublich praktisch gelöst. So, weiteres Rostmanko ist vorne, kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil da müsste ich unter das Auto kriechen und der Robert auch und das will er nicht. Es gibt vorne so einen Hilfsrahmen, wo der Motor drauf sitzt. Da rosten gerne die vorderen Spitzen durch. Da müsst ihr drauf gucken, das ist immer so ein Problem. Ansonsten ist mit Rost eigentlich so Türen und sowas rosten hin und schon mal, aber jetzt nicht so signifikant. Also es ist jetzt nicht so eine Rostlaube wie viele andere Autos aus der Zeit. So, großes Manko des XM. Und zwar gerade bei der ersten Serie, dem sogenannten Y3, also bis 94, war die Elektronik. Und man hatte hier schon sehr viel Elektronik verbaut. Es gab natürlich auch einen Bordcomputer. Der fiel meistens schon damit auf. Und das ist bei diesem Auto komischerweise nicht so, dass es hier immer Pixelfehler gab in diesem System. Ja? Also der zeigte auch viel Schwachsinn an, aber es ging schon los mit Pixelfehlern. Das ist hier nicht so. Es gibt ja heute viele kleine Betriebe, die sowas wieder hinbiegen und die da irgendwie was neu machen und dann geht das wieder. Aber Elektronikprobleme hat er tatsächlich. Auch was Hydroaktivfahrwerke angeht. Also ich würde nicht dazu raten, so ein Hydroaktiv 2 Fahrwerk zu nehmen, sondern würde schon aufhören bei diesem Auto. Übrigens noch eine Besonderheit, das kennen Wegfahrsperre. Das kennen viele auch noch aus dem CX, ist die sogenannte Diravi-Lenkung. Ja, also man lenkt ein, lenkt ganz rum und sie kommt automatisch wieder in Mittelposition zurück. Das macht sie auch beim Fahren. Also das wurde beim Citroën SM vorgestellt, also dem Maserati Citroën, und war dann im CX bei weiten Teilen Serie. Und hier in dem Top-Modell damals, bei dem Sechszylinder, war es Serie. Nur bei dem Top-Modell. Die ganz späten Modelle haben das übrigens nicht mehr. Aber die Diravi-Lenkung ist auch durchaus ein Problem. Also auch da solltet ihr aufpassen, ob sie noch vernünftig funktioniert. Die zu machen, Spezialisten gibt es bestimmt, aber das ist schon eine Riesenarbeit. Ja, wartungstechnisch ist dieses Auto, was ich schon sagte, ein Problem. Also um die Kupplung zu wechseln, wenn man keine Automatik hat, sondern ein Kupplungsfahrwerk, kann man hier auch bei diesem Sechszylinder, in der Regel muss man da den Motor mit Getriebe rausnehmen, weil man sonst nicht rankommt. Das ist eine ziemliche Katastrophe.
Und jetzt zeige ich euch nochmal einen anderen XM, von dem ich persönlich die Finger lassen würde, immer. Weil der ist nämlich nochmal ein Zackenschäfer. Der steht hier und der steht auch nicht von ungefähr einfach nur so rum. Das ist tatsächlich der allerletzte. Der muss so 98, 99, 2000 sein. Hier haben wir schon einen neuen V6 Motor mit 24 Ventilen. Der hatte knapp 200 PS, aber er hatte leider einen Zahnriemen. So, und um den zu wechseln, bedarf es schon ordentlicher, sehr ordentlicher Schrauberkenntnis und Lust vor allen Dingen, weil das ist nicht so leicht. Kupplung zu wechseln, wie gesagt, muss Motor mit Getriebe raus, ist im Prinzip immer ein Todesurteil gewesen für diese Autos, weil es einfach so teuer wurde, dass man gesagt hat, komm, hat keinen Sinn mehr, weil sie einfach auch keinen Wert hatten. Heutzutage werden sie schon wieder beliebter, wie gesagt, und wenn jemand Lust hat, sich sowas aufzubauen, kann er machen. Also meine Fähigkeiten würden es übersteigen, sage ich ganz offen. Ich hätte dazu, wäre mir zu viel Arbeit. Zumal man auch, wie gesagt, die Teile, es ist nicht mehr einfach, was zu bekommen, wenn was kaputt geht. Also hier waren schon die Mäuse drin. Ihr seht, wie lange dieses Auto steht. Der hat auch schon dieses Hydraktiv 2 Fahrwerk, was in der Regel dazu führt, dass das Auto immer auf einem Niveau steht und auch so einen Wankausgleich hat. Ja, also wenn man so in Kurven geht, dann regelt es so leicht gegen. Das hat der Mercedes auch übernommen, später für seine S-Klasse-Coupés und auch für die S-Klasse mit dem hydraulischen Fahrwerk. Hier sieht man nochmal diese Exklusiv-Innenausstattung in wirklich schön. Die ist fast neuwertig. Auch diese Alcantara-Geschichte, diese dick gepolsterten Ledersitze, diese elektrische Mittelarmlehne, die da elektrisch hochfährt, wenn sie denn noch tut. Ja. Ja, es geht los hier mit unserer Fahrt mit dem Citroën XM, dem Luxusauto der Franzosen der 80er und 90er Jahre vor allen Dingen. Wie gesagt, sehr, sehr langer Produktionszeitraum von 89 bis 2000. Hier haben wir ein Modell das zweite Modell, dieser Y4 mit dem V6 Euro Motor, ca. 170 PS, ich glaube 167 oder sowas waren es genau. Also was zunächst erstmal auffällt, dass er sich immer noch sehr komfortabel fährt. Das heißt, wenn jetzt hier das Hydraulikfahrwerk soweit in Ordnung ist, wenn die Federkugeln mal gemacht wurden, und das ist immer das Problem, wenn die Federkugeln sind so aufgebaut, da ist eine Gummimembran in der Mitte, eine Seite ist Öl, andere Seite ist Stickstoff, und wenn die Gummimembran irgendwann naturgemäß nachlässt und sich beide Stoffe vermischen, ist das Auto knallhart. Und hier merken wir, dass die Federkugeln im guten Zustand sind, also relativ neu. Das ist ein ewig gleiches Verschleißteil bei allen Citroën mit Hydropneumatik. Und dadurch fährt er sich auch sehr weich. Wie gesagt, er hat dieses erstmalige Fahrwerk, dass es elektrisch oder elektronisch gesteuert wurde. Also ich habe hier so einen Wählhebel, da kann ich das straffer stellen oder weicher stellen oder auf Auto. Das heißt, dieses Auto soll jetzt merken, wenn ich irgendwie dynamisch fahre, dass es dann automatisch etwas härter wird, um so eine sportliche Gangart irgendwie zu gewährleisten. Also so richtig gemerkt, finde ich, hatte man das nie, aber es war nice to have. Genau, der Motor, ja, es ist jetzt keine Freude, sozusagen, dass man denkt, oh, was für ein spritziger V6. Der geht schon leicht und brummt auch so lustig vor sich hin. Er hat genügend Leistung, um im aktuellen Verkehr natürlich mitzuziehen. Man kann auch mit diesem Auto aufgrund der sehr günstigen Aerodynamik relativ schnell fahren. Ich glaube, die Endgeschwindigkeit lag immer so bei 200. Das war schon relativ viel für die damalige Zeit und ist es ja heute auch noch. Wer fährt heute noch 200? Genau, wie gesagt, sehr viel Platz. Er ist relativ leise, wobei der XM immer bei hohen Geschwindigkeiten zu Windgeräuschen neigte. Gerade hier an der A-Säule. Das hatte man immer, und wenn man ein Schiebedach hatte, hatte man auch noch Windgeräusche. Das hat er leider gehabt. Diese Lenkung, diese Diravi-Lenkung, von der ich vorhin schon mal sprach, die immer automatisch den gerade Auslauf macht, das ist auch beim Fahren eigentlich ganz angenehm, weil man eigentlich die Hände vom Lenkrad nehmen kann oder so, mit einer Hand ganz easy den Tempomat hier reinschalten kann
Gucken, ob der noch tut. Man muss hier beim Tempomaten 2 Sachen machen. Man muss diese Taste hier bedienen. Und dann hat man hier unter dem einen Lenkstockhebel so einen Hebel und kann ihn dann anschalten. Und Wunder, er funktioniert. Also man hat hier ein absolut komfortables Fahrzeug, was absolut ungewöhnlich heutzutage aussieht im Straßenverkehr. Man wird auch angeguckt. Also es ist tatsächlich kein aktuelles Fahrzeug mehr. Man spricht hier schon wirklich von einem Youngtimer, der im Straßenbild tatsächlich auffällt. Gerade als Limousine, aber auch als Break. Die sahen einfach sehr ungewöhnlich aus, schon zu ihrer aktiven Zeit und heute erst recht. Dieses Auto ist hier mit einem 4-Stufen-Automatikgetriebe bestückt von ZF, wenn ich richtig informiert bin. Das schaltet immer noch gut und ist auch, glaube ich, die bessere Wahl zum Schaltgetriebe. Ich sagte ja schon, das Schaltgetriebe unter Umständen, wenn die Kupplung kaputt ist, darf man den gesamten Motor und Getriebe, also den ganzen Antriebsblock sozusagen rausschrauben. Das ist schon eine Menge Arbeit. Genau, hier funktioniert leider die Klimaanlage nicht und leider haben wir heute 35 Grad hier in Berlin, was unsere Probefahrt ehrlich gesagt ein bisschen einkürzt, weil es ist ein bisschen heiß hier drin. Und aufgrund des Tons dürfen wir die Fenster nicht öffnen und auch nicht das Schiebedach. Das heißt, wir schwitzen jetzt hier so ein bisschen und deswegen mache ich jetzt hier einen U-Turn und zeige euch nochmal diese tolle Diravi-Lenkung. Kann man beim U-Turn auch mal ganz kurz sehen. Also ich habe jetzt hier eine grüne Ampel, fahre jetzt hier um diese Verkehrsinsel, lenke hier komplett ein, so bis zum Anschlag und jetzt fährt mich dieses Auto wieder in die normale Geradeaus-Position. Das ist ganz süß. Funktioniert hier noch so halbwegs, sie stuckelt schon so leicht, also es könnte schon sein, dass es hier so den einen oder anderen Fehler gibt. Aber by the way, dieses Auto hat 300.000 Kilometer gelaufen und da soll noch mal einer sagen, dass Citroën überhaupt keine Qualität hatte. Das stimmt so auch nämlich nicht, weil viele Autos aus dieser Zeit machen keine 300.000 Kilometer. Der hat es ja absolviert und fährt jetzt immer noch auf den ersten Metern, so wie wir das beurteilen können, eigentlich noch sehr, sehr gut. Also ich bin diese Dinger auch gefahren, als sie noch neu waren und letzten Endes muss ich sagen, er fährt hier eigentlich immer noch ganz gut. Wenn die Klimaanlage jetzt noch täte, wäre das sehr schön. Automatikgetriebe, wie gesagt, schaltet gut. Gibt es mal so ein bisschen Gas, also er zieht das schon vor und die Hydraulik regelt dieses Auto, also wie auf so einem, ja, diesem bekannten hydropneumatischen Teppich. Man gleitet so dahin, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, wenn ihr euch dran wagt an so ein XM, wie gesagt, ich sprach schon davon, diese Dieselmotoren sind eigentlich empfehlenswert. Der 2,1 Liter auf jeden Fall wesentlich mehr als der 2,5 Liter. Von dem würde ich die Finger lassen. Und wenn man dann noch einen Break kriegt und den auch einigermaßen wieder retten kann, dann ist das, glaube ich, eine ganz schöne Aufgabe. Diese V6 exklusiv High-End-Ausstattung hier wie dieser hier, das hat auch einfach was sehr Angenehmes, weil es wirklich so eine Luxusatmosphäre versprüht. Mit diesem sehr exzentrischen, avantgardistischen Design gepaart hat das auch wirklich was. Das Auto ist absolut im Alltag zu bewegen, wenn man dann bereit ist, die hohen Spritkosten zu bezahlen bei den V6-Modellen. Beim Diesel ist das überhaupt kein Problem. Der verbraucht wirklich sehr, sehr wenig. Diese Peugeot-Dieselmotoren, Citroën Peugeot-Dieselmotoren der damaligen Zeit waren wirklich langlebig und unglaublich sparsam. Also eigentlich tolle Motoren. Wie gesagt, XM ist so ein bisschen vom Aufsterben bedroht. Ist eine sehr bedrohte Art. Gerade die Brakes sind fast alle aufgebraucht. Also mir ist zurzeit werden kaum welche angeboten. Vielleicht findet man in Frankreich noch mehr, wobei auch da das Sterben dieser Autos allmählich wirklich rapide vorangeht. Wenn euch jetzt dieses Video Lust gemacht hat und ihr sagt, ach Mensch, so ein XM ist ja schon was Lustiges. Es gibt ein paar Werkstätten auch hier in Berlin, die sich mit diesen Autos sehr, sehr gut auskennen. Es gibt auch noch Teile, wie gesagt, sehr schwierig zu bekommen, aber es gibt sie. Man muss nur wirklich sehr lange suchen und Lust dazu haben, sich da reinzuknien. Und die Technik des XM ist überschaubar. Allerdings, je höher die Ausstattung, je mehr Features an Bord sind, desto komplexer wird es. Deswegen nochmal das gleiche von eben. Nehmt euch einen Turbodiesel, Brake am besten, habt da einen riesen Kombi, in dem ihr schlafen könnt und versucht irgendwie ein Auto zu finden, wenn es überhaupt noch sowas gibt, was wirklich technisch in Ordnung ist. Genau, mein Fazit zum XM. Ein zum Fahren wirklich hervorragendes Auto, sehr, sehr angenehm. Motorisierung gab es im Prinzip Benziner, einmal so ein 2 Liter Saugmotor Benziner und einen
sogenannten Turbo CT. CT stand, glaube ich, für Control Torque, also permanentes Drehmoment. Das hieß jetzt nicht Citroën Turbo oder sowas. Die haben so um die 120 bis 147 PS gehabt. Dann gab es halt, wie gesagt, diesen V6 in der ersten Generation, diesen Euromotor mit knapp 170 PS und diesen, last but not least, 24 Ventiler, allerdings mit Zahnriemen und fast 200 PS. Und es gab zwei Dieselmotoren. Ein 2,1 Liter Turbodiesel, es gab auch einen Saugdiesel, aber glaube ich nur für den französischen Markt. Der 2,1 Liter Turbodiesel hatte 109 PS, war ein wirklich toller Motor, der Ewigkeiten hielt. Und dann hat man irgendwann überlegt, man muss auch einen 2,5 Liter Dieselmotor machen, Turbodiesel. Der hatte dann so 125 PS, war ein Scheißmotor. Also davon bitte die Finger lassen. Der wurde dann auch im Ducato eingesetzt und sowas. Ist kein guter Motor. Ich habe damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Schwer zu schrauben, blöde Probleme mit Einspritzpumpen und so ein Dings, elektrische Einspritzpumpen. Da ist dieser 2,1 Liter Diesel, wenn man den überhaupt noch einkriegt, wesentlich besser mit seinen 109 PS und von der Leistung macht das gar nicht so einen großen Unterschied. Genau, mein Favorite XM wäre natürlich ein Kombi, ein Break, mit dem 2,1 Liter Turbodiesel. Den gab es dann auch noch im Y4, den gab es, glaube ich, bis zum Produktionsende sogar noch. Eigentlich ein alltagstaugliches Fahrzeug, wenn es dann einmal richtig gut durchgearbeitet ist. Und wenn man bereit ist, auf Ersatzteile auch mal 2-3 Wochen oder länger warten zu können und auch bereit ist, Teile zu finden und suchen zu wollen. Ist der XM gerade als Kombi ein unglaubliches Raumwunder. Es passt alles rein. Es ist ein unglaublich komfortables Fahrzeug und mit dem Dieselmotor auch sehr spritsparend. Die 6-Zylinder hier, diesen hier, den kann man auch durchaus empfehlen. Das ist nur leider dann eine Spritschleuder, nicht? Also 13, 14 Liter gehen dann da durch, mindestens. Und der Turbo CT wäre nicht so meins. Und der 2 Liter Saugmotor ist auch okay, kann man auch mitfahren. Hatte halt immer so Probleme mit Kopfdichtung, der Turbo auch. Das ist bei dem jetzt nicht so stark beim V6 Motor. Genau, der XM. Ansonsten halt der letzte Avantgarde Citroën. Abgelöst wurde er im Prinzip erstmal durch den C5 der ersten Generation, der schrecklich aussah, wie ich fand. Und dann hatte Citroën noch mal ein Erbarmen und hat den C6 gemacht. Ein wunderschönes Auto, was wir sicherlich auf diesem Kanal auch noch mal vorstellen werden. Den es dann ausschließlich mit V6-Motoren gab, einem Diesel, einem Benziner. Ein klasse Fahrzeug, aber auch mittlerweile schon Tücken hat, obwohl er gar nicht so alt ist. Genau, falls ihr Interesse am XN habt, erkundigt euch in den Foren. Es gibt da viele Probleme, die ihr im Vorfeld abklären solltet, um später das böse Erwachen zu vermeiden. Ganz kurz nochmal, Teileprobleme, Rost teilweise ein Problem, Hydraulikproblem, darauf achten. Und wie gesagt, Motoren würde ich diese späte Variante definitiv nicht nehmen. Wenn ihr V6 wollt, wenn ihr eine Luxuslimousine wollt, dann dieses Modell hier mit Hydraktiv 1 und dem Euro V6. Genau, das war's zum Citroën XM und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, euch hat es ein bisschen weitergebracht. Ihr habt vielleicht sogar ein bisschen Lust auf dieses sehr, sehr seltene Auto mittlerweile, was man immer noch für vergleichsweise kleine Geld kriegt. Also Top-Exemplare liegen schon bei 10, aber es gibt auch durchaus noch welche so für 4.000, 5.000 Euro, mit denen man durchaus fahren kann. Also, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr das alles toll fandet, was ich hier so erzählt habe, was Robert so gedreht hat, gebt uns ein Like. Wenn ihr es nicht so toll findet, macht das halt nicht. Oder hatet uns. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiter abonniert. Wir bleiben am Ball und ja, unsere nächsten Autos werden sein wahrscheinlich ein Saab 9.5, ein Peugeot 205. Und wenn ihr mal eine Idee habt, welches Auto ihr unbedingt mal sehen wollt, zu dem ich vielleicht auch was erzählen kann. Ich kann nicht zu jedem Auto was erzählen, aber zum Paar schon noch, dann schreibt uns das doch einfach, sagt, da hättet ihr mal Lust drauf. Wir versuchen mal so ein Auto zu organisieren. Also bis dahin, macht's gut.